Hallo liebe Freunde, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir haben jetzt hier ein richtiges Highlight hier, nämlich den Mercedes GT AMG Black Series. Das ist ja diese überkrasse Version, die Steigerung noch vom normalen AMG, die Steigerung vom S Black Series, schwarze Serie, richtig geil. Ne, man kann die Kofferraumdeckel aufmachen, man kann die Motorhaube öffnen und man kann die Türen öffnen. So. Oder auch nicht. Oh, hier ist noch eine Transportsicherung dran. So, Sekunde. Da geht die Tür auf. Geiles Modellauto, keine Frage. Richtig geiles Teil. Macht verdammt viel her. Der Ersteindruck genialer. Selbst der Carbon-Look hier auf der Stoßstange hinten genial gemacht. Auch der Spoiler in Carbon-Look geil gemacht. Richtig schönes Modellauto. Hersteller Norev. Felgen sehen super aus. Also ihr merkt schon, ich schwärme richtig für dieses Modell. V8 Biturbo steht auf der Seite. Die Kiemen, die Lufteinlässe hier vorne auch einfach nur geil. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil die Windschutzscheibe Schrott ist. Die ist nämlich komplett einmal durchgebrochen. Fragt sich eigentlich, wie das passieren konnte. Das Auto kam quasi frisch aus China hier hin und da hatte eine kaputte Windschutzscheibe gehabt. Warum auch immer. Ja, Made in China steht drauf. Merkwürdig, wie das passieren konnte. Die Verpackung an sich sieht gar nicht so beschädigt aus, hat zwar ein bisschen Gebrauchsspuren, aber ist nicht defekt. So, preislich ist das Modellauto im höheren Preissegment unterwegs, das heißt Ü80 Euro aufwärts, meistens deutlich mehr. Ist es aber auch wert, sage ich euch ganz ehrlich. So. Selbst die Felgen sehen geil aus. Die Felgen könnt ihr einfach so runterziehen, das ist Vorteil bei Norev. Ohne große Gegenwehr. Der wird definitiv auch am Preis steigen, weil der gehört halt zu den wenigen Norev Modellen, wo alles aufgeht. Wobei die Mercedes Modelle von Norev meistens immer alles aufgehen. Meistens. Nicht immer, aber meistens. So, und wenn ihr die Räder nämlich vorher abmacht, könnt ihr nämlich viel besser an die Schrauben dran kommen, die nämlich genau unter den Felgen sind. Im Radkasten. Ein geiles Teil. Auch schon mal in echt gesehen, ein paar Mal. Also hier in Düsseldorf fahren ja schon mal ab und zu mal welche rum. Black Series sind hier nicht so extrem selten. Schön mit der Lippe hier, ne? Die Lippe mache ich ab. Achso, das ist ein ganzes Teil. Okay, dann lieber nicht. So, was mich ein bisschen enttäuscht an dem Modell ist die Auspuffanlage. Die ist ein bisschen sehr mager geraten. Ja, man sieht halt nicht viel vom Auspuff. Die ist halt gut verkleidet. Hier sieht man noch die Rohre entlang gehen. Aber sonst fehlt da eigentlich so ein bisschen was. Aber ich denke mal, das sieht bei dem Originalauto auch nicht viel anders aus. Und deswegen eigentlich in Ordnung. Aber irgendwie hätte man ein bisschen mehr erwartet. Keine Ahnung, ich weiß nicht wieso. Boah, das ist auch verdammt fest, die Schraube. So. Ja genau, fahr mal runter, du blödes Werkzeug. So, gleich geschafft, Leute. Zack, zack, zack. Viele Schrauben jetzt in der Innenausstattung. Guck mal, der Unterboden war nur mit 4 Schrauben befestigt. Und die Innenausstattung ist mit 2, 4, 6 Schrauben befestigt. Ja gut, die größte Enttäuschung an diesem Modell ist leider der Motor. Das ist einfach nur eine kleine, dünne Platte. Aber dazu gleich mehr. Gurte sind vorhanden, Teppich ist da. Hier ist auch nochmal ein Zeichen. Leider kann ich das Zeichen hier nicht erkennen, was da drauf steht oder symbolisiert. Kann ich nicht erkennen. Selbst hier im Kofferraum steht nochmal AMG. Da. Oh, warte, Moment. Akku geht gleich leer.
gerettet. Hui. So. Geile Innenausstattung. Mir gefällt das auch mit diesem orangenen Streifen. Sieht super aus. Sieht echt schön aus. Ja, wie immer bei Norev. Der Himmel ist auch gleichzeitig der Scharnier für den Kofferraumdeckel. Stoßstange hinten kann man abschrauben, sehe ich gerade. Aber Stoßstange vorne nicht. Oh, sogar die Schweller geht gerade ab. Cool. Ach Gott, fall doch runter, ey. Heute ist die Schwerkraft gegen mich. Geil, allein das sieht schon sehr dekorativ aus, ey. Na komm, zack. Nächsten Schrauben. Oh, Alter, das ist mal ein geiles Armaturenbrett. Schön mit dem Navi AMG. Super, super, super gemacht. Guck mal, selbst die Lichtschalter, alles berücksichtigt. Sehr gut. So. Tür ging jetzt auch ohne Probleme raus. Jetzt komme ich an das Scharnier für die Motorhaube. Und dann seht ihr auch die Enttäuschung von dem Motor, ne? Ich weiß nicht, warum Norev sich bei den Motoren keine Mühe mehr gibt. Und die haben eigentlich sich nicht wirklich jemals viel Mühe gegeben. Aber bei Autos, so wie der GT AMG, ne? Das sollte doch ein ziemlich klar sein, dass der Motor eigentlich einer der wichtigsten Bestandteile ist an diesem Modell. Geil auch hier, ne? Den Carbon-Teilen. Da. Scheiße, selbst Majesto hätte das jetzt besser hinbekommen. Ganz elendig, ne? So. Scheinwischer. Kaputte Windschutzscheibe. So süß es aussieht, geht sogar das Carbondach ab. Ne, geht nicht ab. So mache ich den Diffuser ab, den ich vorhin als Stoßstange bezeichnet habe. Ja gut, das ist, sagen wir mal, ein gleitender Übergang zwischen Stoßstange und Diffuser. Oh, aus Metall. Oh, geil, ne? Allein das ist doch schon dekorativ hinzustellen, ne? Ja, ihr merkt schon, ich habe ein Herz für dieses Auto. Ja, ist auch geil. Teile sind auch sehr ergiebig. Also dieses Modell spendet mir auf jeden Fall viele Teile zum Verkaufen. Ich habe ja den normalen S schon zerlegt. In grün, glaube ich, davon gibt es auch noch ein Video. Aber der ist natürlich Königsklasse hier. Allein dieser Panamericana Grill, ne?
Ich liebe den. Wenn ich irgendwann mal so viel Geld verdiene, dass ich mir einen neuen Mercedes leisten kann, dann will ich auf jeden Fall auch einen Panamericana Grill. Das ist schon mega geiler. Geil. Ja, da sind wir auch schon fertig. Ja, das war's. Man kann zwar hier noch die kleinen Spoiler hier abmachen, aber die sind jetzt irrelevant für mich. So. Tolles Modellauto. Richtig schön gemacht. Richtig gut verarbeitet. Man hätte zwar jetzt noch hier die Einstiegsleisten statt einen Sticker. Man hätte die als Leiste gemacht, als einzelnes Teil. Hier, die hier. Aber gut, das ist jetzt Kleinigkeiten. Aber okay, einzige richtige Flop an dem Modell ist der Motor. Ne? Aber das habt ihr ja selber gesehen, der Motor ist nichts. Alles andere über Details wie Armaturenbrett, Felgen, Unterboden, Innenausstattung, Kühlergrill, alles ist super gut gelungen. Er ist auf jeden Fall sein Geld wert. Also ihr könnt hier definitiv bis, ja, so bis 100 Euro locker mitgehen, dann macht ihr nichts falsch. Darüber hinaus müsst ihr halt abwiegen. Wollt ihr so viel Geld ausgeben für ein Modellauto, ja oder nein? Das ist euch überlassen. Und ansonsten ein tolles Modellauto. Ich glaube, ihr kriegt den sogar kaum unter 100 Euro. Also wenn ihr den unter 100 Euro bekommt, sofort zuschlagen, ist es auf jeden Fall wert. Drüber Risiko. Ne? Weil ich habe die Glück und kriege ihn günstiger, wenn nicht, dann nicht. So, das war's. Danke, es kommt noch einer und dann habe ich es geschafft. Ciao.